Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in welchem ich euch beim Kia Proceed GT einmal zeigen möchte, was für eine Meldung erscheint, wenn das Radar blockiert bzw. verschmutzt ist. Ich bin vorhin 34 Kilometer gefahren, dies bei leichtem Schneefall und nasser Straße, und habe nach ca. 30 Kilometern die Meldung erhalten, dass das Frontradar blockiert sei und der Frontkollisionswarner deaktiviert ist. Kurz darauf kam auch die Meldung, dass das SCC, also der adaptive Tempomat, deaktiviert ist, ebenfalls da das Radar blockiert sei. Diese Meldung zeige ich euch jetzt einmal. So, ich bin gerade 33,8 Kilometer gefahren, das bei leichtem Schneetreiben, und ich habe jetzt die Meldung bekommen, dass das Radar blockiert sei. Wahrscheinlich hängt ein bisschen Schnee dran, wobei ich kann es mir bei der Schneemenge eigentlich gar nicht vorstellen. Man sieht jetzt unten rechts, links neben dem Gesamtkilometerzähler ein Symbol, dass der Frontkollisionswarner nicht aktiv ist, und links neben der Außentemperatur ein Ausrufezeichen. Dazu gibt es jetzt, wenn man oben in der Mitte schaut, ein viertes Menü, also einen vierten Menüpunkt. Hier wird jetzt diese Meldung angezeigt. Einmal, dass der Frontkollisionsvermeidungsassistent deaktiviert ist, Radar blockiert, sowie wenn man runtergeht, Smart Cruise Control, also Abstandstempomat, funktioniert nicht mehr. Ich werde jetzt gleich mal rausgehen und schauen, ob das wirklich so blockiert ist, wie er sagt, aber ja, mal schauen. Dieses Bild habe ich gleich nach dem Aussteigen aufgenommen. Man sieht an der Front eine leichte Schnee- und Matschschicht. Gefühlt ist es nicht viel, aber wenn man näher rangeht an das Radar, sehen wir, dass diese Schicht schon ausreicht, dass es eben nicht mehr funktioniert. Jetzt bin ich gerade wieder in mein Auto gestiegen. Es stand jetzt ca. 40 Minuten. Ich habe vorne den Sensor noch nicht sauber gemacht, den Radarsensor, und will jetzt einfach mal schauen, ob die Meldung auf der Zündung jetzt noch erscheint. Ob er das jetzt direkt erkennt, dass das Radar noch blockiert ist. Scheint jetzt im ersten Moment nicht so. Dann starte ich mal kurz den Motor. Ja, da scheint das auch noch nicht zu erkennen. Da ich jetzt nicht während der Fahrt oder nochmal anhalten will, mache ich ihn jetzt gleich sauber, und dann sollte das System wieder funktionieren. Hier bin ich nun auf der Rückfahrt. In der Zwischenzeit hatte es etwas geschneit, es ist viel mehr Matsch auf der Straße, und diesmal hatte ich nach 20 Kilometern trotz frisch gereinigten Radar wieder die Meldung, beziehungsweise davor schon ein anderes Phänomen. Das erkläre ich euch jetzt. So, jetzt auf dem Heimweg ist es wieder passiert. Nach ca. 20 Kilometern, ich glaube bei 50 Kilometer Fahrtstrecke, hier laut Fahrtinfo, habe ich jetzt erstes auf der Autobahn gemerkt, dass er trotz Cruise Control den Vordermann nicht erkannt hat. Das heißt, ich bin hier im Menü gewesen, es waren die Balken eingeblendet, aber er hat davor kein Auto erkannt, obwohl 50 bis 100 Meter vor mir war. Und nach 3-4 Kilometern kam dann wieder die Fehlermeldung. Wobei jetzt hier in der Tiefgarage hat das gerade wieder abgestellt. Ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich habe den Motor noch gar nicht ausgemacht. Aber anscheinend ist vielleicht jetzt beim Stand vorne was vom Radar wieder runtergerutscht. Auf jeden Fall bei dem Wetter geht das anscheinend recht schnell. Also es geht wohl recht schnell, dass es verschmutzt und das Radar dadurch ausfällt. Das war jetzt ehrlich gesagt meine erste Fahrt bei so Bedingungen, die länger gingen. Davor hatte ich das Phänomen noch nicht, deswegen ist es wirklich interessant, wie schnell das jetzt eigentlich ging. Weil 20, 30 Kilometer ist ja keine große Strecke, und wenn man dann längere Autobahnstrecken fährt, fällt einem dann nach der kurzen Strecke schon das Radar aus und man müsste anhalten und es wieder sauber machen. Aber vielleicht habt ihr ja schon Erfahrungen mit längeren Strecken. Wie handhabt ihr das?
müsst ihr dann auch anhalten und macht es sauber? Oder wie lange dauert es generell bei euch, bis das System ausfällt? Ist dann auch eine dickere Schneeschicht, Matschschicht vorne drauf oder auch nicht? Schreibt es doch einfach gerne in die Kommentare. Und nun danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.